genauso notwendig ist es eben, sich ein Verständnis zu machen zu den realistischen Einzugsgebieten hier. Also die Reichweiten quasi von Standorten, wie viele Kunden ich damit erreichen kann. Und wer nichts weiß, der macht einen Kreis. Ne? Das ist so der Klassiker. Es gibt natürlich im Hochgebirge hier Reschenpass, Grenze Österreich-Italien, wenig Sinn, ne? Denn über den Berg dauert es im Zweifelsfall immer länger. Und alleine zum Beispiel für die 15 Kilometer hier vom Reschenpass rüber ins hintere Kaunertal, da muss ich um das ganze Gebirge rumfahren. Und in derselben Zeit, diese 90 Minuten wohlgemerkt, könnte ich genauso runterdüsen, das ganze Vinschgau an Meran vorbei bis Bozen oder über Landeck, den Fernpass bis nach Garmisch. Das heißt also, Erreichbarkeiten muss man definitiv übers Straßennetz rechnen. Ne? Und dann wird das Ganze auch realistisch. Anderes Beispiel, vielleicht auch der Rhein hat zwischen Koblenz und Bingen keine Brücke aus 70 Kilometern. Vögel fliegen einfach über den Fluss, aber wir sind auf die Fähre angewiesen. Das Einzugsgebiet ist hier also dann ganz klar rechtsrheinisch, also wirklich nur hier im Osten. Und ja, ich meine, kurzum, Berge, Flüsse, Seen, Autobahnen, Eisenbahntrassen und irgendwelche Industrieparks zergliedern das Land und sorgen für Umwege. Und wenn ich jetzt eben meine Kundenpotenziale realistisch bewerten möchte, dann muss ich Einzugsgebiete, wie gesagt, über das Straßennetz rechnen. Und mich dabei auch orientieren natürlich wiederum am Betriebstyp. Das ist das eine. Also ist es ein Kiosk, der nur ein kleines Einzugsgebiet hat, oder ist es ein Baumarkt, zum Beispiel ein Wohnkaufhaus, ne, mit einem riesen Einzugsgebiet und gleichzeitig aber auch je nach Lagetyp. Ne? Also hier eben Stadt, Land, wie weit werden die Kunden fahren zu diesem Standort? Ne? Was sind die bereit für Wege auf sich zu nehmen? Aber gleichzeitig auch mit welchen Fahrzeugen kommen sie. Ne? Das ist wahrscheinlich in der Stadt, in Frankfurt, in Wiesbaden eher das Fahrrad oder eben auch der ÖPNV, während hingegen auf dem Land wird es fast immer das Auto sein. Und das haben wir uns auch jetzt mal an einem sehr urbanen Standort angesehen, dem Rotkreuzplatz in München-Neuhausen. Hier das Zentrum, das ist ein Stadtteilzentrum hier. Also es ist eben eine sehr urbane Gegend, da gibt es ein Kaufhaus, einen Haufen Läden drumherum, U-Bahn-Anschluss, Straßenbahn-Anschluss. Und diese umliegenden Stadtteile hier, die gehören zu den am dichtesten besiedelten in ganz Deutschland. Also allein in diesem Umkreis hier von 2 Kilometer Luftlinie leben weit über 100.000 Einwohner. Und das Ganze ist also nicht nur dichtest besiedelt, sondern auch gut versorgt. Das sehen wir gleich. Und die meisten Geschäfte, die sind fußläufig erreichbar. Ich kann also jetzt hier auch eine Gehzeitzone rechnen. Das ist dieser winzige grüne Fleck hier. Das ist relativ gemütliches Schlendern, schätze ich mal. Aber es zeigt schon mal, was ist realistisch eben auch, so ungefähr vom Potenzialgebiet. Eine spannende Kombi sonst aus den Gehzeiten und den Erreichbarkeiten von Bus und Bahn. Das hat ein Anbieter aus UK. Und das sieht dann wie folgt aus. Da sind letztlich die Fahrplandaten in die Landkarte umgelegt hier. Also bei den Öffis bin ich natürlich immer vom Takt abhängig. Und gleichzeitig muss ich auch erstmal von dem Standort hier in die U-Bahn runtersteigen. Ne? Und kann eben dann auch wiederum nur da aussteigen, wo es Haltestellen gibt. Ne? Das ist geregelt. Dementsprechend gibt es eben hier um die Haltestellen solche kleinen Wolken hier. Ne? Das sind also tatsächlich noch Bereiche, wo ich ein bisschen weiterlaufen kann. Ähnlich eben auch wie zu Fuß kann ich mit dem Fahrrad in alle Richtungen fahren. Ne? Und der Vorteil ist eben auch, dass ich direkt losfahren kann. Ne? Am Rotkreuzplatz, wo ich mein Radl abstellen kann auch durch gemütliche Parks und Grünanlagen fahren und vor allem aber kann ich direkt aufsatteln. Wie gesagt, ne, das ist der entscheidende Unterschied gegenüber gewissen anderen Mitteln. Für mein Auto brauche ich nämlich immer erstmal einen Parkplatz. Und da gibt es jetzt hier unter dem Kaufhaus gibt's zwar 200 Stellplätze, aber die meisten werden dennoch höchstwahrscheinlich in dieser urbanen Lage eher zu Fuß kommen, im Fahrrad mit den Öffis. Fest steht aber auch, dass wenn ich was zu transportieren habe, mit dem Auto, ne, dann komme ich in München, also zumindest nachts, in 10 Minuten bis vor die Tore der Stadt. Ne. Da lappt es ja aus an der Autobahn, geht es weiter raus, diese Wurst hier. Und da kann ich ja Gas geben dann.
Nur nachts haben halt leider die Geschäfte zu und gleichzeitig eben muss ich während dem Berufsverkehr mit Staus rechnen. Das heißt, diese 10 Minuten Fahrzeitzone, die verengt sich schon mal ein Stück weit hier und damit nicht genug. In der Regel muss ich aber erstmal 2-3 Minuten laufen, bis ich im Auto sitze. Und ja, das wird halt immer kleiner, dieses Einzugsgebiet. Das heißt also, schauen Sie sich wirklich vorab genau an, was sind realistische Reichweiten eben für Ihre Standorte, je nach Lage und Betriebstyp. Das ist das Entscheidende. Und im Grunde könnte ich das natürlich auch malen, dieses Einzugsgebiet, was mir realistisch erscheint. Das gucken wir uns gleich im WebGIS an. Dazu in Kürze mehr. Jetzt gibt es noch eine andere Variante. Wenn Sie Daten haben, also seien es jetzt Kundenadressen, Lieferadressen, Daten aus PLZ-Befragungen, dann können Sie die nutzen. Denn aus unseren Erfahrungen sind so die 60, 70, 80% der nächstgelegenen Kunden zeigen das reale Einzugsgebiet. Wer jetzt keine Echtdaten hat, keine Kundenadressen, der kann auch auf Informationen unserer Partner zurückgreifen und damit eben wirklich verstehen, welche Wege Kunden zurücklegen, um eben zu diesem Standort zu kommen hier. Und damit sehe ich auch sofort das Kerneinzugsgebiet von diesem jeweiligen Standort hier. Und letztlich beruht das eben auf Unmengen von Daten aus Navis, aber auch aus Handy-Apps, die dann wiederum aggregiert werden. Und das Einzugsgebiet ist tatsächlich relativ klein hier. Und wie hochauflösend diese Daten sind, das sieht man, wenn man sich die Passantenfrequenzen an diesen 2 gegenüberliegenden Standorten im Detail anschaut. Denn da wird sofort deutlich, dass auf der Seite des Rotkreuzplatzes hier oben in Blau ist deutlich mehr Trubel als auf der ruhigeren Nordseite der Nymphenburger Straße. Und nicht nur das, ich sehe nicht nur die Passantenfrequenzen absolut, sondern vor allem auch, was sich hier getan hat im Verlauf. Und zwar grundsätzlich mal ist die Seite mit dem Kaufhaus überlegen, aber während der Lockdowns 2020 und 2021, da war es überall gleichermaßen ruhig. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal eine konkrete Standortanalyse an. Genau, dazu muss ich mich einfach nur erstmal einloggen. Das ist im Grunde vorweg, ne? Denn wir haben jetzt hier unserem WebGIS ein Rollen- und Rechtekonzept hinterlegt. Das heißt, Sie bestimmen, wer welche Daten sehen darf. Und das WebGIS, das ist zunächst mal eben so konzipiert, dass es für typische wiederkehrende Fragestellungen vorgesehen ist, bei Ihnen im operativen Geschäft. Also es ist auf den ersten Blick eben eine große Kartenoberfläche und die ist weitestgehend selbsterklärend. Ich sehe jetzt hier eben zunächst mal meine ganzen einzelnen Standorte, diese Ems hier. Und da kann ich reinzoomen, mich durch die Karte bewegen. Ich könnte aber auch gleich hier nach bestimmten Adressen suchen. Also ich tippe mal was ein, dann vervollständigt sich das gleich von alleine. Und da ist schon der Rotkreuzplatz wieder gleich. Und schon bin ich zurück in München-Neuhausen. Und kann mir diese Strukturen mal genauer ansehen. Zum Beispiel mit einer anderen Hintergrundkarte. Das Luftbild, da sehe ich diesen Kasten hier. Das ist genau das Kaufhaus von eben. Und ich könnte zugleich mir auch mal gewisse Informationen zum Handel, den Standorten von Dienstleistungen, Gastronomie anzeigen lassen. Und das sind eben jetzt hier diese ganzen Pünktchen, die sehe ich aber besser wiederum in der schematischen Karte. Und da ist einiges los, das erkenne ich sofort. Und ja, letztlich könnte ich jetzt eben hier auch mal einen Report gleich anfordern. Ich müsste mir nur überlegen, für welche Startadresse. Und da könnte man mal hier vielleicht dieses Ladenlokal hier an der Ecke uns mal bewerten lassen. Das ist der Rotkreuzplatz 2a. Und jetzt geht es nur darum, eben hier ein Einzugsgebiet zu rechnen. Da haben wir eben gewisse Varianten schon vorkonfiguriert, je nach Betriebstyp, gleichzeitig Lagetyp möglich. Ich lege das lieber gleich individuell fest, weil ich kenne mich hier schon ein Stück weit aus an diesem Standort, anhand von diesen ganzen Einzugsgebieten von zuvor oder auch den Daten, die ich gezeigt hatte, und kann eben entsprechend dann mit relativ
kleinen fußläufigen Distanzen rechnen, nehmen wir vielleicht mal 800 Meter zu Fuß oder ein zweites Einzugsgebiet, eine Distanz von 2 Kilometern, für all jene, die eher mit dem Fahrrad daherkommen möchten. Ich kann es aber auch per Freihandpolygon malen, das Ganze. Und dazu muss ich eigentlich nur hier die richtige Option auswählen und kann auch mal ein bisschen rauszoomen, dass ich also jetzt nicht die einzelnen Logos sehe von diesen Sortimenten, sondern in Rot hier die ganzen einzelnen Standorte der Filialisten, also die professionell geführten Formate und in Blau die inhabergeführten Betriebe. Und je weiter ich rauszoome, desto besser gelingt mir der Überblick hier. Da sehe ich also tatsächlich, um den Rotkreuzplatz gibt es jede Menge Filialisten und zugleich aber gibt es auch Filialisten wiederum in der Nähe. Das deutet auf alternative Nahversorgungszentren hin, wo sich eben dann wiederum auch die Anwohner versorgen werden. Und dementsprechend könnte ich mein Einzugsgebiet hier mal anfangen zu malen. Hier entlang vielleicht vom Nymphenburger Kanal. Ich mache mal einen Bogen um den Romanplatz, gehe ein bisschen weiter raus wieder, gehe runter bis zur Eisenbahn und dieser Ring hier, der wird wahrscheinlich auch das Ganze stark zergliedern. Hier drüben ist ein weiteres Nahversorgungszentrum. Das wird so im Großen und Ganzen wahrscheinlich das reelle Einzugsgebiet sein. Und so sieht es dann aus, wenn ich das kombiniere mit den anderen beiden von zuvor. Und ja, jetzt kann ich mir eben genau dazu einen Report anfordern. Also im Grunde sind das ein paar wenige Klicks, ne? Also man könnte es mit 3-4 Klicks lösen. Und dieser Report, der ist jetzt hier genau für diese Adresse vorgesehen. Und letztlich ist es hier eine Art Demo-Report, ne? Also normalerweise fertigen wir diese Reports eben tatsächlich nach Ihren Vorgaben und binden individuell dann die Daten ein. Genau. Das Ganze rechnet jetzt, das würde mir auch per E-Mail zugesandt, das dauert vielleicht 2-3 Minuten. Ich habe das natürlich vorweg schon mal erstellt. Zack, da sind wir auch schon im Report hier. Und ich mache mal kurz das ganze Bild hier auf Vollbildmodus, genau. Und dann sehe ich eben tatsächlich auch hier, wo ich eigentlich genau stehe in der Übersichtskarte. Das ist eher der Münchner Westen hier. Ich sehe auch die Parameter von zuvor und das Luftbild dazu, wie das Ganze strukturiert ist. Also wirklich sehr, sehr urban. Mehr noch, die Einzugsgebiete von gerade eben, die hatte ich ja festgelegt. Ich sehe auch, dass das eben hier gut erreichbar ist mit ÖPNV. Ich habe jede Menge Haltestellen. Ich sehe aber auch das Parkhaus, das ich erwähnt hatte und die Entfernung jeweils eben dieser Haltestellen zu dem Ladenlokal. Und gleichzeitig, und da wird es interessant, habe ich Kennzahlen hier zu den Einzugsgebieten, die ich gemalt hatte, oder das eine und die andere, die ich gerechnet hatte. Das sind so Klassiker eben wie jetzt Einwohnerhaushalte, dann aber auch die Kaufkraft, die Einzelhandelszentralität, die Altersstruktur. Und das sind zunächst mal ja nur Daten, die ich aber interpretieren muss. Und das ist das Entscheidende dabei. Ich muss mich hinsetzen und mir Gedanken machen. Was sehe ich genau vor mir hier? Und zwar sehe ich auf einen Blick im Balkendiagramm, dass dieses Gebiet hier eben deutlich jünger ist als der Bundesschnitt in Grau. Denn hier überwiegen eben tatsächlich die jungen Erwachsenen, also junge Berufstätige, aber gleichzeitig dann wahrscheinlich auch Studenten, die dieses urbane Umfeld bevorzugen. Und gleichzeitig sehe ich eben, ich habe relativ viele Haushalte auf die Einwohner. Es wird eine Single-Gegend sein, auch in Teilen weit. Recht wohlhabend, also eben ein Viertel mehr als der Bundesschnitt, aber was heißt das schon in München, sage ich mal. Ne? Und genau, das sind erstmal zentrale Kennzahlen zum Wohnumfeld und das Ganze geht natürlich dann auch beim Handel weiter. Denn entscheidend ist aus meiner Sicht jetzt nicht, wo die Zielgruppe alleine wohnt, sondern wo sie sich rumtreibt tagsüber und einkauft. Wie sie es koppelt beim Arbeiten oder in der Freizeit. Und gut, LEH, Lebensmitteleinzelhandel, ist hier breit aufgestellt, bunt gefächert aufgrund der hohen Dichten. Da habe ich eben sowohl Biomärkte wie auch Discounter. Ist für jeden Geldbeutel was dabei. Einen eigenen Standort gibt es noch nicht, wie wir gesehen haben. Und ja, zur Struktur hier im Nahbereich bekomme ich auch Informationen, wie stark filialisiert das Ganze ist. Also das Cluster eigentlich mit den meisten Verkaufsflächen von Filialisten befindet sich ganz klar am Rotkreuzplatz. Und in den Nebenstraßen rundum gibt es eben dann auch so ein paar buntere Gegenden mit inhabergeführten Lädchen.
Und da ist es häufig auch wertiger. Das sind also nicht nur allein Nahversorger, sondern da geht es tatsächlich dann in Richtung Handtaschensortimente, die man sonst nur in der Innenstadt findet. Und wie die Verkaufsflächenstrukturen so im Allgemeinen sind, das sehe ich auch nochmal in der Übersicht. Es gibt genau hier einen richtig großen, das ist das Kaufhaus, und viele, viele kleine Lädchen. Und ja, es gibt eine bunte Mischung, also nicht nur Nahversorgung. Und jeder Report bei uns wird im Grunde dann auch nochmal mit einem Glossar abgerundet, mit den ganzen Begrifflichkeiten. Und was nie fehlen darf, Copyrights, ne? Weil es ist datenbasiert, das Ganze hier, diese Bewertung. Wir haben schon festgestellt, die Zielgruppe ist wichtig und vor allem, wo die Zielgruppe auch wohnt. Und hier sehen wir sehr schön, welche Zielgruppe wo wohnt. Aber wir leben ja in Zeiten von großen täglichen Aktionsradien. Ja? Und deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, nicht nur zu wissen, wo wer wohnt, sondern wer kauft wo ein. Ja? Und mit welcher Intention bin ich vor Ort? Bin ich am Arbeitsort, also bin ich hier, weil hier mein Job eben ist und ich erledige hier noch Nachversorgung. Oder ich bin am Feierabend ganz zielgerichtet noch unterwegs, weil ich was ganz Bestimmtes brauche. Oder ich bin in meiner Freizeit unterwegs, ich genieße einen Einkaufsbummel, bin auf einer City-Reise und gehe auf Besuch und da bin ich auch nochmal ganz anders konsumfreudig als vielleicht in meinem normalen Arbeitsalltag. Sprich, es geht mal wieder hier um das Einkaufsverhalten. Ja? Und das Einkaufsverhalten muss ich im Kontext der Mikrolage betrachten, aber auch in der Makrolage. Und die Aufgabe lautet ja, die passende Zielgruppe zu finden. Ja? Wo ist eine Stadtteillage, wo ist ein Straßenzug, wo mein Standortkonzept reinpasst. Doch was mache ich, wenn mir die Ortskenntnis fehlt? Ich kann nicht die ganze Republik abfahren. Ja? Aber Marc, ich glaube, da gibt es auch ganz gute Daten, die uns dabei unterstützen. Da hätten wir was für Sie, definitiv. Ja. Also entscheidend ist es ja im Grunde, aussagekräftige Informationen zu haben, wirklich zu den Standorten von Handel, einzelhandelsnahen Dienstleistern, aber auch Gastronomie. Und wir können uns das Ganze mal anstatt am Beispiel München anschauen, am Beispiel Wien im WebGIS hier. Und nach Wien komme ich eben am schnellsten mit einem Lesezeichen. Und dieses Lesezeichen, das zeigt mir gleich mal, welche Betriebsformen im Handel in Wien eben überwiegen. Und da sehe ich wiederum diese roten Pünktchen zur Erinnerung. Das sind eben die unter professioneller einheitlicher Regie und zum anderen aber eben auch die in Blau, die inhabergeführten Ladenlokale. Und die größten Ballungen dabei, die gibt es natürlich dann in den Einkaufsstraßen, also sei es jetzt hier die Maria-Hilfer-Straße oder die Kärntner Straße, aber genauso eben dann auch in den einzelnen Bezirken, in Favoriten in Meidlingen, Simmering. Auch gut zu erkennen, hier wiederum Ballungen unter einheitlicher Regie, wiederum das Donauzentrum zum Beispiel als Einkaufszentrum, das größte Shoppingcenter in Wien. Und filtere ich jetzt wiederum diese Punkte hier nach zum Beispiel den Sortimenten, sei es jetzt hier ein Filter auf nehmen wir die mal raus, die waren noch drin vom vorherigen Filtern, nach den Sortimenten Bekleidung und auch Schuhe und Lederwaren. Das vervollständigt sich dann gleich. Schuhe und Lederwaren. Dann sehe ich sofort wirklich die Ballungen. Und das sieht dann gleich ganz anders aus, das Bild. Denn Textiliten sind eben die wichtigsten Mieter in den 1A-Lagen. Das heißt, hier sehe ich jetzt tatsächlich die Top-Lagen in Wien. Und gleichzeitig wiederum verbleiben hier auch die Einkaufszentren auf der Karte. Und ja, das sind eben die besagten von zuvor, natürlich rund um den Stephansdom, die Maria-Hilfer, die Kärntner Straße, die Shopping-Malls, weiter draußen hier auch zum Beispiel das Huma im 11. Bezirk und hier unten in Simmering. Und ja, das sind jetzt erstmal die Standorte. Ich könnte das Ganze aber auch anders visualisieren nach der Verkaufsfläche, dass ich mal sehe, wo sind da die größeren. Und die sind natürlich weiter draußen, also die ganzen Fachmärkte, die befinden sich halt dann eher an den großen Ein- und Ausfallstraßen. In der Stadt drin habe ich eben eher dann Kaufhäuser, also Modekaufhäuser. Und vielleicht möchte ich auch noch wissen jetzt, wenn ich schon mal einen Überblick habe hier, wo sind wiederum die Lagen mit
bestimmten Angebotsniveau. Also wo sind wiederum Bereiche mit besonders hohem Preis- und Angebotsniveau? Und das sind eben dann tatsächlich hauptsächlich die Straßen hier um den Stephansdom, dann aber auch die Luxuslagen im Graben oder auch im Kohlmarkt oder eben lustige kleine Lädchen eben eher dann auf dem Spittelberg. Und so gewinne ich schon mal einen Überblick zu meinen Zielgebieten und wo ich mich eigentlich dazu gesellen könnte. Vielleicht interessieren mich ja die Innenstadtlagen gar nicht so sehr und ich möchte tatsächlich eher ein flächenmäßig größeres Konzept weiter draußen aufmachen, in einem Fachmarktzentrum. Auch da wieder das Prinzip View, ich nenne es mal View wohlgemerkt, denn es ist mehr als ein Lesezeichen. Es ist also tatsächlich gleichzeitig hier auch die jeweilige Einfärbung und der Filter gespeichert. Und in dem Fall könnte ich mir sofort Überblick verschaffen hier zu den jeweiligen Formaten. Also wo sind wirklich die Fachmärkte, und das sind halt dann eher Lagen, wo man sich als Tourist nie hin verirren wird in Wien, ne? Also Gewerbepark Stadtlau oder sowas, ne? Speziell. Ne? Aber für die Wiener hochinteressant, weil wahrscheinlich auch aus den Außenbezirken gut erreichbar mit dem Auto. Genau, ja, einen haben wir noch, und zwar Trendlagen in Berlin. Ist ja auch immer so ein Thema. Ginge genauso mit einer sogenannten Heatmap, kennen Sie vielleicht noch aus Corona-Zeiten, diese bunten Einfärbungen, wo die Hotspots sind. Und das sind eben hier ja, die Klassiker wie der Prenzlberg oder dann die Hackischen Höfe, Friedrichshain mit den vielen Bars, die Straßen nördlich vom Kudamm mit schicken Boutiquen oder auch der Bergmann-Kiez mit der tollen Markthalle und im Komm eben auch dann ja, in Neukölln zum Beispiel Sonnenallee und alles zunehmend verhipstert da. Zugleich haben wir jetzt hier die Standorte der Systemgastronomie mal mit visualisiert in dieser View. Und da sehe ich eben, dass noch nicht alle hippen Cluster gleichermaßen durchfilialisiert sind. Und vielleicht sind da genau das wiederum die richtigen Lagen dann für meine Expansion. Ja, was Sie eben gesehen haben, das ist ein neues Datenprodukt von uns. Das ist der Vigeo Standortatlas. Der Vigeo Standortatlas zeigt Ihnen die Eigenschaften und Charakteristika von Einzelhandelslagen. Und in diesem Atlas haben wir verschiedene thematische Karten nach Themen eingebunden. Und wie wir es gerade auch schon gesehen haben, wie zum Beispiel die erste Karte für Wien. Man kann wunderbar nach den Betriebstypen sich das anschauen und dann erkennen, wo ist der filialisierte Einzelhandel, wo ist der weniger filialisierte. Und hohe Filialisierungsrate heißt, das sind dann Innenstadtlagen und die 1A-Lagen. Wenn ich das Ganze dann mit einer Bedarfsgruppe kombiniere, wie wir es vorhin gesehen haben mit der Bekleidung und den Schuhen, da ist dann auch eine andere Bedarfsfrequenz natürlich auch dahinter, dann verdichtet sich das Bild und dann wird ganz schnell klar, da kommen dann wirklich die City-Lagen raus und auch die Center-Lagen. Spannend dann auch noch in Kombination mit dem Angebotsniveau und ich denke, das ist relativ selbsterklärend in einer gehobeneren Lage oder in einer einfacheren Lage sind einfach unterschiedliche Zielgruppen auch unterwegs. Und wenn mein Standortkonzept in eine Trendlage passt, wie nach Berlin-Friedrichshain, dann zeigt auch mir das der Vigeo Standortatlas, wo es vielleicht nicht nur in Berlin-Friedrichshain der Fall ist, sondern auch noch woanders.